Hallo und willkommen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr eure eigene Map erstellen könnt. Ich wurde öfters gefragt, ob ich mal dazu Tutorials machen kann und ich dachte mir, ich mache es jetzt einfach mal. Zuallererst, das DevKit bekommt ihr umsonst, es kostet nichts. Kann sich jeder runterladen, installieren. Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Zum Zweiten, das DevKit, wenn ihr es erstmal öffnet, sieht nicht so aus wie bei mir. Ich habe mir das nämlich schon anders eingerichtet von den Fenstern her. Von daher, das könnt ihr euch selber zurechtlegen, wie ihr das wollt. Ich erkläre das aber gleich nochmal, was wohin gehört oder was wozu nötig ist. Ähm, genau. Als nächstes, ich habe euch ein Template erstellt, beziehungsweise ich habe das Template von Excelog genommen. Der macht auch Modding-Tutorials. Der hat aber ein sehr, sehr gutes Template, das zum Modding ganz gut ist für den Start. Damit könnt ihr euch nämlich schon mal ganz viel Arbeit ersparen. Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Wenn ihr euch das Template runtergeladen habt, dann müsst ihr das nämlich einmal entpacken. Wo ihr das entpacken müsst, das ist jetzt gleich unten eingeblendet, da erstellt ihr mal bitte einen Ordner. Und da zieht ihr die ganzen Dateien rein, die in der WinRAR-Datei sind. Das sind diese 7 Dateien. Den Ordner und das Entpacken, das könnt ihr machen, während das Template offen ist, das macht einen Unterschied. So, wenn ihr das gemacht habt, dann öffnet ihr einmal mit Doppelklick den Level Main Map. Wenn ihr das erste Mal macht, das dauert eine ganze Weile, oder das kann, je nachdem, was ihr für PC habt, eine ganze Weile dauern. Ähm, Bei mir geht es jetzt relativ schnell. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf einer Welt, wo momentan nur Wasser ist, mit ein paar Kästchen. So, diese Kästchen sind aber erstmal nicht relevant für uns, deswegen ziehe ich das einmal hier zur Seite weg, weil das brauchen wir nicht. Genau wie die Algen, die können wir eigentlich auch löschen, weil die brauchen wir auch nicht. So. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie erstellt ihr eure eigene erste Insel? Und das macht ihr einmal mit dem Tool hier oben. Wenn ihr oben links haben wir die ganzen verschiedenen Modis, dass ihr es einfach für Sachen wie, ihr wollt Licht, Punktlichte machen, ihr wollt Spielerstart machen, Volumes und sowas, das ist alles in einem so gesehen. Dann haben wir einmal die Paint-Funktion, die brauchen wir erst ganz für später. Dann haben wir die Landscape-Funktion, die ist halt wichtig, wenn ihr eure Landscape bzw. eure Insel oder eure Welt bearbeiten wollt oder eine neue erstellen wollt. Dann haben wir einmal das Foliage-Tool, das ist wichtig für Bäume, Steine, für Büsche und sowas. Damit werden die Büsche und alles platziert, sage ich mal. Und dann haben wir das Geometrie-Fenster, das brauchen wir für die Volumes wie diese hier irgendwann noch. Aber auch erst eine Weile später. So. Zum Längstab erstellen brauchen wir dieses Tool. Da braucht ihr theoretisch nichts weiter machen als die Größe einstellen. Für das Tutorial nehme ich einfach mal 127 mit 2x2 Sektionen. Und das Material, das ist bei euch schon zugewiesen, das ist im Endeffekt nichts anderes, wenn ihr das einmal öffnet, als als die Texturen, die diese Landscape auf dem Boden hat. Das erkläre ich euch, das seht ihr gleich. Wenn ihr es einmal erstellt, das kann bei euch auch eine Weile dauern, habt ihr einmal eine graue Fläche. Die ist, je nachdem, wo ihr sie platziert habt, halt unter Wasser oder über Wasser. Ich würde halt immer ein kleines Stück unter Wasser nehmen. So, dann können wir theoretisch schon mit dem Skypen anfangen. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Ich will halt für das Tutorial eine kleine Insel machen, um euch größtenteils zu zeigen, wie alles funktioniert. Dafür wählen wir mal unter Landscape das Sculpt-Tool. Und das Sculpt-Tool hat halt einmal ganz viele verschiedene Funktionen. Das erste ist erstmal nur hoch und runter. Wie ihr seht, wenn ihr klickt, hebt sich der Boden an. Wenn ihr normal klickt, hebt er sich. Wenn ihr Shift links klickt, dann senkt er sich wieder. Genau. Mache ich hier mal einen kleinen Bereich. Als nächstes nehmen wir das Smooth Tool, um den Boden ein bisschen zu glätten. So. Aber die Insel hat natürlich noch keine Texturen, sieht dadurch relativ langweilig aus. Und da gehen wir auch schon als nächstes in den Paint-Bereich über. Und zwar habt ihr bei der Landscape erstellen, beim Erstellen der Landscape habt ihr ausgewählt, wenn ihr einmal draufklickt und auf Details geht, dass das Material MI New Island hat. Das ist im Endeffekt nichts anderes als, dass es die Texturen von The Island nimmt, die Standardtexturen. So.
Wenn ihr nämlich einmal auf das Landscape Tool geht, auf Paint, dann habt ihr hier ganz viele verschiedene Layer. Zum Beispiel hier, das ist normales Gras, dann verschiedene Sandtypen, nasser Sand, die Dschungelblätter. Und wir wählen halt einmal nasser Sand aus. Und jedes Material oder jedes Layer braucht ein Layer-Info. Und da klickt ihr einfach hier einmal drauf auf Known. Und dann können wir jetzt zum Beispiel, wenn ihr einmal drüber haltet, seht ihr, aus welchen Ordner das kommt. Dann nehmen wir einfach mal das unterste, weil das direkt von The Island ist. Und dann könnt ihr anfangen zu malen. Das machen wir jetzt einfach mal komplett über die Insel. So. Wenn ich den Pinsel ein bisschen größer mache, ist hier komplett außenrum auch noch. Genau. So, und schon sieht das schon mal ein bisschen mehr nach Arc aus. Jetzt nehmen wir nochmal einmal den trockenen Sand, um mal die Oberfläche zu machen. Dadurch halt, dafür klebt mal wieder auf den Sand, einmal ein neues Layer-Info zuweisen und dann können wir auch schon anfangen zu malen. Das dauert ein bisschen, weil immer wenn ihr ein neues Layer zuweist, muss einmal ein bisschen compiled werden wieder. Das kann je nachdem, was ihr für einen PC habt, echt lange dauern, je nachdem, wie viele Shader compiled werden müssen. Deswegen macht euch da keinen Stress, einfach ein bisschen zurücklehnen und warten. So, dann fangen wir mal an, hier trockenen Sand zu malen. Das geht ziemlich langsam, weil ich momentan die Stärke des Tools auf 0,5 habe. Wenn ich an der Map arbeite, nehme ich immer 3 bis 5, weil es dann relativ schnell geht. Dann mache ich das auch mal mit der 5, glaube ich, mache ich das hier einmal. Weil da muss man nicht so lange warten, bis sich was tut. Machen wir die ganze Insel hier. So, jetzt sehen wir schon, dass es schon mal ein bisschen wie eine Insel aussieht. Aber dafür nehmen wir noch ein bisschen Gras in die Mitte mit drauf, damit es ein bisschen grüner wird. Wieder neues Layer-Info zuweisen. Wieder das von The Island nehmen. Und das wird jetzt wieder ein kleines Stück compilen. Das dauert wieder ein bisschen. Deswegen keine Panik bekommen, wenn das Gitter hier, also wenn der Boden grau wird. Hier wird auch nicht immer unten rechts was im Bild angezeigt. Manchmal lädt es im Hintergrund oder es wird einfach nicht angezeigt. Ich weiß nicht, warum das so ist. So. Jetzt haben wir schon mal Gras und Sand auf der Insel und sieht schon mal ein bisschen besser aus. Als nächstes zeige ich euch, wie man sogenanntes Ground Clutter hinzufügt. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass ihr Grashalme habt oder Muscheln am Strand. Weil so sieht das natürlich relativ langweilig aus. Deswegen, so, fügen wir einmal den Ground Clutter hinzu. Einfach hier oben in den Place-Modus gehen, einmal Ground eingeben und das erste Ground Clutter Layer, den Eck da hier einfach reinziehen in das Bild. Wichtig bei dem ist, dass ihr hier, wenn ihr den auf Details klickt, die Location, also die Platzierung, wo der steht, überall auf 0 steht, weil sonst funktioniert der nicht. Als nächstes, so mache ich das, so habe ich es auch immer gelernt, klickt ihr einmal auf Static Mesh und dann nehmen wir Workgroup 01 Clutter. Das hat nichts damit zu tun, was hier gleich auf dem Boden erscheint. Das ist einfach nur, damit es funktioniert. Und dann können wir auch schon das erste Layer erstellen. Klicken wir einfach aufs Plus. Und da können wir dann zum Beispiel, ich würde nicht hier drin suchen, da ist es ziemlich umständlich darüber. Den klicke ich hier einmal auf Primal Earth, das ist nämlich The Island. Und da gebe ich dann einmal Gras ein. Ihr habt natürlich auch noch keine Filter, warte mal, die mache ich mal weg. Ihr könnt nämlich, wenn ihr was sucht, hier haben wir verschiedene Texturen, hier haben wir Objekte, hier waren noch Sounds waren hier noch. Ihr könnt ihr nämlich filtern. Static Mesh ist das Objekt an sich, das heißt das Gras. Und darüber würde ich halt immer suchen. So, wir wollen einmal Gras hinzufügen, das heißt, wir nehmen das Gras hier
Und wir ziehen es entweder hier rein oder wir klicken auf den Pfeil, das bedeutet nämlich auch zuweisen. Und momentan ist hier halt noch nichts. Und zwar müssen wir dafür dafür ist nämlich diese Layer-Info da, beim Material. Da klicken wir einmal hier auf die Lupe rechts und wir öffnen das einmal. Und dann steht hier Landscape Info 1. Diese ID brauchen wir, weil die muss man nämlich hier in dem blauen Clutter Actor zuweisen. Und zwar ist es hier unten die Layer ID. Die setzen wir auf 1 und schon haben wir Gras da. Kann man hier natürlich noch Sachen anpassen wie die Dichte und die Größe. Ich würde immer so 1, 2 und 3 nehmen, da ist es eigentlich am natürlichsten, finde ich. Und so sieht es am besten aus. Wenn das ab und zu flackert, so wie bei mir jetzt, dann ist es nicht schlimm. Das Ground Clutter wird oft nicht richtig dargestellt. Oder es verschiebt sich um ein paar Meter nach oben oder so, aber dann, das ändert nichts. Also das ist wirklich nur ein Anzeigefehler. So, als nächstes wollen wir mal ein bisschen Höhen und Tiefen hier auf die Insel bringen. Dafür gehen wir halt wieder auf das Landscape-Tool, wieder auf Sculpten. Weil wir halt natürlich Berge machen wollen, sage ich mal. Und hier müsst ihr aufpassen, dass ihr jetzt nicht versehentlich mit der Stärke 5 malt, weil sonst hebt das Ding gleich ab. Ich würde immer so auf mal 3 bis mal 0,3 oder mal 0,2 nehmen, das ist immer ganz angenehm. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal so eine kleine Klippe. Machen wir so hier so einen Dreh. Die ist natürlich jetzt erstmal komplett unförmig. Und da kommen wir jetzt gleich zu dem Flatten und zu dem Smooth Tool. Und zwar mit dem Flat Tool könnt ihr eigentlich, so ist es standardmäßig, den Boden platt machen. Das heißt, Stellen, an denen der Boden, also es kommt darauf an, wo ihr hinklickt, der Boden wird immer daran an die Höhe angepasst, wo ihr hinklickt. Wenn ich jetzt hier hinklicke, dann wird er an die Höhe angepasst. Wenn ich hier hinklicke, wird er da oben angepasst. Und da gibt es einmal 3 verschiedene Modis. Das sind der Flatten Mode, ist immer Both, Rise und Lower. Wenn ihr Both nehmt, dann wird der Boden angehoben und oder also gesenkt. Wenn ihr jetzt nur Rise macht, dann wird der Boden nur angehoben, aber an den Stellen, wo es zu hoch ist, nicht gesenkt. Und bei Lower halt das Gegenstück dazu, da wird es halt nur gesenkt und nicht angehoben. Ist ganz hilfreich. So. In dem Fall können wir es aber eigentlich aufnehmen. Und wir flatten einmal die Klippe hier. Die jetzt einmal in den Weiß, weil ich das so hier ein bisschen höher haben will. So. Damit wir hier eine angenehm gerade Rampe nach unten haben, heben wir das hier hinten auch noch ein bisschen an. Und dann kommen wir jetzt zum Smooth Tool. Und wir können das hier ein bisschen glatt machen. So, und schon haben wir so eine kleine Klippe. Genau. Dann machen wir jetzt hier noch mal ein bisschen Gras hin. So. Aber hier, man kann natürlich, also es gibt einmal 2 Methoden. Man kann einmal mit der Cliff-Textur hier malen. Das wäre dann, mal kurz das kleine Stück hier an. Das wäre dann mit der Textur wie mit dem Gras auch. So ist es halt größtenteils auf der Island. Ich bin aber eher ein Fan davon, das mit Objekten zu machen. Und da gehen wir hier zum Beispiel einmal in den Primal Earth Ordner und geben einmal Cliff ein. Und so einmal kann man es hier mit den Texturen machen. Das finde ich aber nicht so schön. Und dann gibt es hier einmal die Cliffs. Da gibt es nämlich diese festen Steine. So habe ich das auf Valdeiro nämlich auch größtenteils gemacht. Hier könntet ihr halt die Objekte halt als Klippen benutzen. Finde ich persönlich schöner, ist natürlich Geschmackssache. Muss jeder für sich entscheiden. Ich mache das jetzt erstmal hiermit. So. Und dann nehme ich noch einmal ein Flatwork heißt es.
Können wir nämlich einmal hinziehen, weil da haben wir nämlich schon mal eine kleine Plattform, auf der man bauen könnte. Muss man halt schauen, dass es auch passt und nicht durch den Boden durchrutscht. Steuerung W bedeutet, man kopiert ein Objekt. Aber wie die ganzen Shortcuts sind und so, das zeige ich euch auch noch. Weil das ist es erleichtert die Arbeit ziemlich, wenn man die ganzen Shortcuts weiß. Genau, da haben wir jetzt hier schon mal eine kleine Klippe. Hier mache ich dann jetzt noch Gras, damit es bündig ist. Genau. Dann wollen wir natürlich auch noch ein paar Palmen und Büsche auf der Insel haben. Dafür brauchen wir zum Beispiel das Foliage Tool. Einmal draufklicken und dann gebt ihr einfach einmal, Medium Rock, ich glaube so hieß der. Mal Medium Rock eingeben. Und dann kriegen wir die Steine. Dann nehmen wir einmal, ganz wichtig, nicht das mit dem roten Balken, das ist nämlich das Destructible Mesh, wenn er kaputt geht. Wir brauchen den blauen. Den ziehen wir einmal hier links unten in das Fenster. Und dann brauchen wir nämlich auch einmal ein Foliage-Setting. Weil das Foliage-Tool funktioniert nur, wenn ihr jedem Objekt, was ihr halt hierhin platzieren wollt, ein Foliage-Setting zuweist. Weil sonst kriegt ihr einen Error, dass es nicht funktioniert. Wenn man vorhandene Steine und sowas benutzt, die haben meistens einfach, da haben die Foliage-Settings denselben Namen wie der Stein oder das Objekt mit Settings dahinter. Den nehmen wir hier jetzt aber den Medium Rock 01 Settings. Und dann da einmal auf diese grüne Pflanze hier klicken. So, und das ist zugewiesen. Ihr könnt jetzt manuell noch einstellen, was ihr wollt, von wegen Größe, maximale Größe, minimale Größe und sowas. Ob der Stein bei jedem Mal neu platzieren irgendwie zufällig gedreht werden soll oder eben nicht. Ist natürlich sinnvoller, weil es dann natürlicher aussieht. Und dann nehmen wir jetzt einmal den Stein. Hier haben wir auch wieder eine Pinselgröße. Bei Steinen und Büschen würde ich immer so 5 bis 600 nehmen. Density kommt natürlich, oder die Stärke kommt natürlich darauf an, wie die Foliage-Settings eingestellt sind. So, dann malen wir einfach mit Linksklick drauf auf die Landscape. Und dann seht ihr, dass Steine erscheinen. Wenn ihr Shift links gedrückt und dann malt, dann nehmt ihr das wieder weg. Ist eigentlich ziemlich simpel. So, wenn ihr seht nämlich, wenn ich jetzt hier auf diese Klippen auch Steine drauf platzieren will, dann macht er das nicht. Und zwar liegt es daran, man muss hier nämlich einmal eine Static Mesh Option anwählen, weil sonst kannst du nicht auf Klippen und sowas Steine platzieren. Damit das funktioniert, brauchen nämlich auch diese Klippen eine Kollision, weil sonst fallen die Steine ja durch. Und da geht er einmal einfach auf die Klippen, scrollt runter und Collision Presets würde ich grundsätzlich bei allen Klippen auf Ground machen. Wenn ihr Klippen habt, wo gar nichts drauf gebaut werden soll oder welche Höhlen habt ihr nicht, in denen nicht gebaut werden soll, im Little Block All, weil dann kann darauf nichts gebaut werden, gar nichts. In dem Fall wäre es aber Ground, damit wir halt auch drauf malen können. Man sollte auch hinterher drauf bauen können. Und dann seht ihr, dass wir hier Steine drauf platzieren können. So, im Grunde genommen funktioniert dasselbe mit den Büschen. Einfach mal Busch eingeben, wieder Filter Static Mesh. Nehmen wir mal den. Einmal den hier reinziehen. Jetzt habt ihr natürlich Static Mesh angewählt. Dadurch wird das Foliage Setting nicht angezeigt. Deswegen würde ich hierauf einmal Rechtsklick machen. Und Find in Asset Tree. Weil das bringt euch nämlich direkt in denselben Ordner. Das heißt, da könnt ihr dann Static Mesh rausnehmen. Und dann habt ihr alle Dateien, die zu diesem Busch gehören. Unter anderem halt auch das Foliage Setting. Wieder zuweisen. Das können wir mal hier verstecken, damit es nicht so im Bild hängt. Und dann können wir Büsche malen. Genau, dann nehmen wir noch ein paar Palmen dazu, machen wir ganz fix. Oder wir nehmen einfach mit einem Baum. Da nehmen wir einmal den. Theoretisch sollte man niemals Büsche und Bäume in ein Level packen, aber das erkläre ich euch auch noch in einem anderen Video. Und genau, da haben wir jetzt hier ein paar Bäume. Das ist erstmal nur, damit ihr seht und versteht, wie das System funktioniert. Wir haben natürlich vieles zu beachten. Man sollte kleine Büsche und kleine
wollen wir, wie gesagt, in ein Level packen. Die Landstate brauchen ein eigenes Level, dann gibt es vieles, was man in Level unterteilen sollte, aber das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Ich wollte euch jetzt erstmal nochmal zeigen, wie ihr so den Anfang macht von der Insel, damit ihr wisst, wie ihr die snipen könnt, wie ihr die bemalen könnt, wie ihr Gras oder je nachdem, ob ihr das machen wollt, Muscheln oder Steine oder sowas auf dem Boden verteilen wollt. Lasst euch auf jeden Fall nicht davon einschüchtern, dass es am Anfang so viel ist. Wenn ihr eine kleine Insel habt wie die hier und einfach ein bisschen rumprobiert und wenn es so eine Stunde am Tag ist, dann kommt ihr dann nach und nach in dieses ganze Programm rein und ihr werdet immer mehr verstehen oder immer mehr Sachen auch ausprobieren und merken, das ist gar nicht so schwer. Ich hoffe, das Video hat euch so einen kleinen Eindruck gezeigt, wie das Mapping funktioniert. Im nächsten Video werde ich, denke ich, noch auf Sachen wie das Level-System, also die verschiedenen Level, eingehen und was ihr beachten solltet. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch geholfen und ich wäre sehr froh über euer Feedback. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis dann. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.